Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem munteren Materialmix mit rigoroser Resterampe. Denn in den folgenden Minuten geht's um das klassische Bastelthema. Nehmt, was ihr so findet und baut einfach mal drauf los. Aber um doch ein wenig konkreter zu werden, soll in den folgenden Minuten eine Goblin-Hütte entstehen. Beziehungsweise eine Behausung für Gnome oder Waldzwerge. Halt eine Fantasy-Hütte für kleine Burschen, die in der Natur leben. Dafür braucht ihr neben den üblichen Bastelmaterialien ein paar Hartschaumreste, Balsaholz oder Kaffeerührstäbchen, Baumrinde und oder Kork und etwas dünne Pappe oder fertige Dachschindelstreifen. Alternativ könnt ihr solche Streifen auch aus Hartschaum basteln. Wie das geht, habe ich oben verlinkt. Der Hartschaum für den unteren Teil der Hütte sollte etwa 4 bis 5 cm hoch sein, fürs Dach darf es gerne doppelt so hoch sein. Soll die Hütte von innen bespielbar sein, braucht ihr nun kurz einen Heißdrahtschneider mit Kreisführung. Ansonsten überspringt diesen Schritt einfach. Schneidet aus dem Grundkörper der Hütte einen Zylinder heraus, der dem Raumdurchmesser der Behausung entsprechen soll. Zum Beispiel mit 8 cm Durchmesser. Schnippelt danach von diesem Zylinder 2 Scheiben von 4 bis 5 mm Dicke ab. Eine für den Boden der Hütte und eine für die Dachhalterung. Steckt alles wieder zum Stabilisieren in den Hartschaumblock und schneidet dann mit einem Cuttermesser in etwa 5 bis 10 mm Abstand alles um den Zylinder herum grob ab. Danach werden die Öffnungen für Fenster und Türen herausgeschnitten. Legt dazu entweder vorhandene Fenster als Schablon auf die Außenwand oder zeichnet einfach beliebige Öffnungen auf. Das muss auch nicht immer gerade sein, schließlich wird's ja eine Goblin-Hütte. Legt die Außenwand dann aus höhere Hartschaumstück und übertragt den Umriss. Entweder haargenau oder mit etwa 1 bis 2 cm Abstand, je nachdem, ob euer Dach etwas überstehen soll. Ich zeige euch nachher natürlich beide Dachvarianten. Danach wird das Dach mit einem Cuttermesser in Form gebracht. Schneidet den Block erstmal grob als Kegel zu, um dann etwas Schwung ins Dach zu bringen. Schnappt euch danach etwas feines Sandpapier und schleift damit die gröbsten Unebenheiten auf den zugeschnittenen Flächen weg. Macht das am besten draußen, um den ungesunden Staub nicht in der Wohnung zu haben. Das wäre dann der Zwischenstand. Grundiert danach schon mal die Außenflächen schwarz, denn später werden sich manche Stellen nicht mehr so gut erreichen lassen. Legt dann die eingangs erwähnten Materialien bereit. Zunächst unterschiedlich dickes Balsaholz, dazu Kork und oder Baumrinde. Raut das Balsaholz gerne noch etwas mit einer Draht- oder Feilenbürste auf und schneidet dann die Brettchen in der Höhe eurer Außenwände ab. Gleiches gilt für Kork und die Rindenstücke, nehmt dafür aber am besten eine Säge. Höhlt die Innenseiten danach gegebenenfalls noch etwas aus, um die Stücke den runden Wänden anzupassen. Danach wird alles munter aufgeklebt. Für Kork und Rinde bietet sich Heißkleber an, damit ihr schnell weiterarbeiten könnt. Fürs Balsaholz nehmt wie üblich Holzleim. Achtet nur darauf, dass kein Leim herausquillt, das würde später nämlich den Farbauftrag erschweren. Ihr könnt natürlich auch ein paar Hartschaumziegel aufbringen, um noch mehr Abwechslung zu erhalten. Passt dann gegebenenfalls noch das Dach an, bevor ihr eine der anfangs zugeschnittenen Scheiben als Halterung und das Dach klebt. Denn nun geht's mit dem Dach weiter. Hierfür verwende ich fertige Dachschindelstreifen, die es übrigens als gratis Stretch Goals in meinem aktuellen Kickstarter gibt. Ihr bekommt solche Streifen ansonsten auch bei Dungeon of Fits oder könnt sie euch selbst aus dünner Pappe oder Hartschaum zuschneiden. Wie das genau geht, habe ich oben verlinkt. Biegt die Streifen zunächst etwas rund, bevor ihr sie für den unteren Dachbereich in etwa 3 bis 4 cm lange Stücke zuschneidet und aufklebt.
Irgendwann ab der Hälfte des Dachs werdet ihr merken, dass ihr dann kürzere Stücke braucht. Ganz oben benötigt ihr dann nur noch doppelte oder einzelne Schindeln. Den Abschluss bildet ein kleiner Kreis aus Pappe, aus dem ihr ein Viertel herausschneidet, um dann einen passenden Kegel als Dachspitze zu formen und aufzukleben. Ist alles getrocknet, kann es mit der Bemalung losgehen. Dafür nehme ich ein Holzbraun und ein Erdbraun, die wie üblich mit Wasser verdünnt und mit Holzleim zum Versiegeln angemischt werden. Hinzu kommen ein paar weitere Braun- und Grautöne, um sie nass in nass hineinzutupfen. Fürs Dach mische ich ein Blau mit etwas Magenta an, um das Blau etwas wärmer zu machen. Außerdem kommt noch etwas von dem Holzbraun hinein, um damit das Blau den vorherigen Brauntönen anzunähern. Nach dem Trocknen folgt ein schwarzer Wash, in den hier und da ein brauner Wash getupft wird. Beim Dach sieht man nun auch, wo herausgequollener Leim das Auftragen der Grundfarbe erschwert hat. Aber spätestens nach dem Begrünen werden diese Ungenauigkeiten nicht mehr zu sehen sein. Vorher wird aber noch trocken gebürstet. Hierzu mische ich nicht nur hellere Farbtöne an, sondern auch noch 1 bis 2 andere Farben für leichte Farbschleier. Abschließend erfolgt die Begrünung mit verdünntem Holzleim sowie Flock und Turf. Danach wird alles gut mit zum Beispiel Tiefengrund oder einem Holzleim-Wassermix versiegelt. Und damit wären auch diese Hütten spielbereit. Egal ob für Goblins oder andere knuffige Waldbewohner. Alle Links zu den verwendeten Materialien und Werkzeugen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Auch meine noch bis zum 15. August laufenden Kickstarter habe ich verlinkt, denn dort gibt es etliche Dachschindelstreifen und auch viele Türen und Fenster als Stretch Goals gratis zum Geländebaubuch dazu. Viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns natürlich nächsten Freitag. Bis dann!